Genauso saftig, als wenn man in einen Bounty beißt. Leute, so können unsere Kokosmakronen werden. Die sind der Oberhammer, braucht nicht mal ein Rührgerät. Es geht so zackig. Und die fehlen uns ja noch auf dem Plätzchenteller. Und dafür trennen wir uns erstmal 2 Eier. So Leute, und jetzt geht's dann richtig flugs. Die Kokosraspeln, Zucker und Eiweiß in den Topf. 50 Grad darf das Ganze hier in meinem Topf nicht übersteigen. Und dafür habe ich mein super tolles Grillthermometer. Da könnt ihr mal sehen, wo sich das alles einsetzen lässt. Echter Oberhammer. Denn das müssen wir jetzt überwachen und verrühren alles, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Das heißt also, während dem Rühren halte ich immer mal ab und zu meinen Fühler in so einem Batzen von unserem Gemisch und gucke, wie viel Grad. Das muss man wirklich sehr langsam machen und rührt auch schön fleißig, dass das Eiweiß nicht stockt, ne? Also wenn ihr jetzt natürlich kein Grillthermometer habt, dann nehmt ihr einfach mal eure Hand und tut ihr mal hier in den Teig oder in das Gemisch so fassen. Das fühlt sich so ein bisschen handwarm an. Und immer fleißig rühren und am besten auf ganz, ganz niedriger Stufe, auf 3 oder so, wenn ihr eine Platte habt, die bis 9 geht oder so. Auf jeden Fall der Drittel von der Power nur nutzen. Ganz langsam, bis sich der Zucker auflöst. Gucke mal jetzt hier, hat sich schon aufgelöst langsam. Und dann wird es so ein bisschen babbisch, ne? Habt ihr gesehen, wie schnell das geht? Das ist doch echt der Hammer, oder? Jetzt brauche ich noch mal Backblech. Das habe ich jetzt wieder ein bisschen ausgelegt mit Backpapier. Darunter tue ich dann immer ein bisschen Butter, dass das hängen bleibt. Und damit uns die Obladen, die wir natürlich auch brauchen, ne, nicht da wegrutschen, machen wir ein bisschen Wasser drauf. Und jetzt legen wir dann eins ans andere aufs Backtablett. Backblech. So, jetzt habe ich hier dann 2 Teelöffelchen und damit mache ich mir immer so Häufchen und die platzieren wir dann schön auf unseren Obladen. Kennt ihr das, wie man Nockerl macht mit den 2 Löffelchen? So ungefähr müsst ihr euch das vorstellen und dann klappt das echt super, ne? Ofen habe ich schon vorgeheizt auf 145 Grad Umluft und die genauen Mengenangaben, die findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ach, die werden so schön. Und wenn ihr dann natürlich die ein bisschen hochstapelt, wie so Tannebäumchen, ne, dann bleiben die auch innen so saftig. Also nicht so platt auftragen, ne? Und wie könnte es auch anders sein? Ich wäre nicht ich, ne? Wenn jetzt da so ein Blatt zu viel ist, ne? Aber die esse ich jetzt einfach. Und jetzt geht's ab in den Ofen. Und das duftet nach Kokos, Leute, echter Hammer. Und die sind innen so saftig und außen knackig. Und wir sehen uns gleich da drüben.